Herr Gurtner, im Jahr 2006 machten Sie eine Nahtoderfahrung. Ja. Wie kam es dazu und wie haben Sie diese erlebt? Die Erfahrung, wie ich sie erlebt habe, ich hatte immer kalt. Ich habe gemeint am Anfang, ich hätte einen Schüttelfrost. Und das war aber nicht der Fall. Ich wusste es ja nicht. Ungefähr 1,5, 2 Monate. Das hat angefangen im September. Ich war mit einer Familie in Italien auf Besuch im Herbst und dann habe ich eben Schüttelfröste gehabt. Ich wusste nicht, was los ist, dann sind wir wieder nach Hause gekommen in die Schweiz und dann bin ich sofort zum Doktor. Und dann hat der Doktor gesagt, er weiß es nicht, ja, das ist eine Verkältung. Und die Verkältung wurde immer stärker. Und dann bin ich ins Bett nach hinten. Meine Frau hat mir die Bettflasche gemacht im Herbst. Und dann bin ich zusammengefallen. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wenn, ich weiß nicht wie. Und dann hat meine Frau mich mit der Ambulanz ins Krankenhaus bringen lassen nach Burgdorf. Und in Burgdorf haben sie gemeint, ich hätte eine Menokokkenkrankheit. Und das war aber nicht der Fall. Das haben wir ja erst später erfahren. Ich war dann bewusstlos. Von dem Moment an, wo ich zusammengefallen bin, weiß ich nicht mehr bis dem Moment, wo ich aufgewacht bin. Ich war klinisch 10 Tage klinisch tot. Und das hat man mir alles nachher erzählt. Und dank einer Ärztin oder Krankenschwester aus der ehemaligen DDR, die hat mich die 10 Tage betreut, Tag und Nacht, ja. In Burgdorf im Krankenhaus. Sie waren sehr aufopfernd für mich. Und in der Trance, wo ich war, habe ich Fantasien gehabt oder einen Traum gehabt. Ich war in einem Tempel, das war also alles weiß und hell. Als Sie klinisch tot waren, dann erlebten Sie eine Nahtoderfahrung? Eine Trance, ja, also so, ich weiß nicht, wie man dem sagt, ich bin so wenig geschult. Ich war nicht mehr auf dieser Welt. Und dann war ich eben in den Raum, das war eine Halle, ein Tempel, da waren Säulen, war alles sehr hell, wie jetzt hier die Scheinwerfer, war alles weiß. Und dann, ich weiß nicht, wie es geschah, sah ich noch ein helleres Licht und dann kamen 2 Erscheinungen mir entgegen. Aber zuerst konnte ich meinen Vater, meine Mutter, meinen Großvater, meine Bekannten, meinen Onkel und Tanten, wo heute noch, also jetzt sind sie ja gestorben, aber sie waren in der DDR, weil wir sind Auslandschweizer. Und dann fragt mich meine Mutter, was willst du hier? Auf Hochdeutsch hat mich meine Mutter gefragt, was willst du hier? Sie war eine Deutsche. Deutsche, ja. Und die hat den Schweizer Dialekt nie angenommen. Wir sind 1949 in die Schweiz gekommen. Und das war ihr Dialekt. Und dann fragt sie mich, ich sage es noch einmal, was willst du hier? Da sage ich, ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Und die
Tanten und die Onkel, wo ich sehr gut gekannt habe, sogar der Großvater, wo 1955 gestorben war mit 86 Jahren. Karli, was willst du hier? Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ich kann nicht antworten. Sie haben mit mir können reden, aber ich nicht mit Ihnen. Sie haben mich verstanden. Und das ging nach meiner Schätzung nach eine halbe Stunde. Ja. Also Sie kamen in diesen Tempel, in diesen hellen Tempel. Ja. Und dann sind Ihnen zuerst Ihre Verwandten begegnet. Sind zuerst meine Verwandten begegnet. Ja. Die waren, tausende Leute waren da unten. Tausende. In diesem Tempel? In diesem Tempel. Und die waren alle gleich angezogen, weiß. Die waren alle freundlich. Die haben gelacht, die haben gesungen, die waren einfach, wie soll ich sagen, fröhlich. Als wenn ein großes Fest gefeiert würde. Haben Sie diese Verwandten, haben Sie jünger ausgesehen oder gleich wie als Sie gestorben waren? Genau gleich wie wenn sie gestorben wären. Also für mich waren sie wieder lebendig. Als wenn wir zwei jetzt zusammen reden, so habe ich sie gehört. Ja. Also in dem Gespräch, wo ich mit der Mutter hatte, da kam ein heller Schein. Und sie kam immer näher und da hat es geheißen, ich muss mich nicht fürchten. Ich habe mich nicht gefürchtet, ich habe ja gewusst, sie ist tot, sie sind tot alle. Ich war ja bei der Beerdigung dabei. Ich habe mich nicht gefürchtet. Und dann kam diese Gestalt. Meine Meinung war, dass das junge Mädchen waren. Ich habe nicht mal die Flügel gesehen, aber ich denke, das waren Engel. Das Alter konnte ich nicht, also ungefähr 25, 30 Jahre. Aha. Und die sahen, als wenn es Schwestern gewesen sind. Und ganz weiß gekleidet, weiße Haare, auch lange Haare, weiß. Und die haben mit mir geredet und die haben mich in dem großen Saal, das war also riesig groß, mit Säulen und das war also wirklich sehr schön. Und dann hat sie mich, also die beiden haben mich gefragt, mit dem Vornamen haben sie mich angeredet, Karli, ich heiße Karl, Karli, willst du mit uns kommen? Und dann haben sie mich mitgenommen in einen Raum, wo Pferde drin waren. Und da denke ich, ja, wir haben gebaut früher. Wieso Pferde? Wir hatten fast dieselben Pferde. Das waren zwei ganz schwarze, die hatten Haare bis zum Fuß runter, bis am Boden. Also die Mähne? Die Mähne. Aha. Also das waren zwei ganz schwere, früher hatten wir gesagt Ackergäule, so starke Pferde. Ich weiß nicht, wie die Rasse heißt. Das waren zwei schwarze und zwei weiße. Die standen nebeneinander. Und dann haben die Engel oder die miteinander gesprochen und haben mich gefragt, willst du lieber die Schwarzen oder willst du lieber die Weißen? Und da habe ich gedacht, ja, warum fragt ihr mich? Ich habe lieber Weiß. Warum? Und dann sagt sie, das ist gut, dass ich die Weißen nehme. Und dann, wie eine Wolke, ich musste mich dann an der Mähne festhalten, an der Weißen, mit beiden Pferden und mit beiden Gestalten, die weiß, also ich sage, es waren Engel, für mich waren es Engel, bin ich dann wieder hochgefahren. Wohin hoch? Also ich habe dann mein Bewusstsein
wieder erlangt. Ich habe Gespräche gehört mit der also mit der Krankenschwester, sage ich jetzt, und mit einem Doktor. Die haben im Raum, ich war in der Intensivstation, die haben gesprochen miteinander. Was sie geredet haben, weiß ich nicht. Und dann, die Schwester hat mich dann, die hat das gesehen, dass, wo ich aufgewacht bin, oder meine Augen habe ich geöffnet, und dann habe ich am Rand die Apparaturen gesehen, wo für mich lebensnotwendig waren. Und dann bin ich so langsam aus meinem wieder Bewusstsein erlangt. Und dann habe ich aber nur kuschelig, das heißt ganz leise die Leute gehört zu reden. Und dann haben sie mich in Ruhe gelassen, war es aus wieder. Da war ich wieder wahrscheinlich eingeschlafen oder weg. Ich habe nur gefühlt nachher, ich habe ein Bett. Ich bin im Bett. Ich habe ja nichts gemerkt, wo ich zusammengebrochen bin, bis an dem Zeitpunkt, wo ich wieder aufgewacht bin. Und dann bin ich verwacht und dann hat die Krankenschwester gesagt, oh Herr Gotner, ist gut, dass Sie wieder da sind. Und da sagt sie, Sie waren 10 Tage abwesend. Und die Apparatur, die hat, also klinisch tot, hat sie mir gesagt, heißt ja, ich war tot, nur noch das Gehirn, die Strömung war da. Und dann haben wir viel erzählt. Sie hat mir gesagt, ich bin gesund, ich habe nur Zucker bekommen. Also Diabetes? Diabetes habe ich bekommen. Und warum weiß ich nicht, aber das liegt in der Familie anscheinend. Bei uns sind alle mit Diabetes belegt. Und dann haben wir geredet, wo ich bin dann eingeschlafen in der Zwischenzeit. Und dann hat sie Klartext mit mir geredet, dass ich immer krank sein werde und dass ich die Krankheit muss haben. Und sie hat mich gepflegt und da waren schon Ärzte da, war ja gesund, ich habe nur Zucker bekommen. Die wollten meine Nieren haben. Die wollten mich operieren und da hat sie immer gesagt, also ich glaube, dass ich ihr mein Leben verdanke. Sonst wäre ich schon lange tot. Also Sie haben die Nieren transplantieren wollen, also weil sie klinisch tot waren? Ja. Also der Unterschied zu einem normalen Traum und zu dieser Nahtoderfahrung, da gab es einen großen Unterschied? Oh, einen ganz großen Unterschied. Einen ganz großen Unterschied. Ja. Was für eine Auswirkung hat diese Nahtoderfahrung auf Ihr nachhergehendes Leben gehabt? Also haben Sie die Angst vor dem Sterben verloren oder wie es haben? Ja, die habe ich verloren. Die Angst, ich habe keine Angst, das habe ich meiner Frau gesagt und allen, ich habe keine Angst. Es war sehr schön da unten, es war wirklich schön da unten. Man hat ja immer eine andere Vorstellung, man muss Kohle schaufeln oder zum Teufel oder weiß ich was. Das war weg. Also Ihre Angst ist weg? Meine Angst, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und so wie ich jetzt im Nachhinein die Erinnerung vom Kopf her, wo ich wieder bekommen habe, ist das also wirklich ein Paradies da unten. Oder unten oder oben. Ich konnte ja das nicht entscheiden, wo ich jetzt, ob ich unten war oder oben war. Gut, Herr Gotner, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte, ist gern geschehen.